Hast du auch Angst, im Café nur stumm zu nicken? Viele Besucher können Hallo sagen, aber stolpern bei kleinen Wörtern wie Beleg, Gleis oder Pfand. Heute bekommst du die 100 wichtigsten Wörter für Reise, Essen, Zahlen und Notfälle, und zwar für echtes Unterwegssein in Deutschland auf A2-Niveau. Genau, in 10 Minuten weißt du, wie du bestellst, bezahlst, nach dem Weg fragst und einen Notruf machst. Also, alles, was du im Café, im Bahnhof, im Hotel und im Supermarkt brauchst. Und wir erklären die Wörter gleich im Gespräch, ganz entspannt. Hey, ich bin Tim, schön, dass du da bist. Und wenn du üben willst, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, legen wir los mit den Basics, denn die brauchst du überall. Erstmal Begrüßungen, ja? Hallo, guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Und dann bitte, danke, gern geschehen, das sind kleine Wörter, aber sie machen dich sofort freundlich. Für den Abschied sagst du Tschüss oder Auf Wiedersehen, je nachdem, wie formell es ist. Wichtig ist auch Entschuldigung, das heißt sorry oder excuse me. Du nutzt es, wenn du jemanden ansprichst oder wenn du dich bewegst und durch willst. Also Entschuldigung, darf ich mal durch? Und wenn du dich wirklich entschuldigen willst, sagst du es tut mir leid. Das ist persönlicher. Wenn du unsicher bist, sag ruhig, ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Dann wissen die Leute Bescheid. Und 2 Supersätze sind, können Sie bitte langsam sprechen? Und können Sie das nochmal sagen? Damit kommst du schon weit. Machen wir direkt ein Mini-Rollenspiel im Café oder in der Bäckerei, okay? Hör gut zu, da stecken viele Wörter drin. Ich bin der Verkäufer, du bist Kundin. Guten Morgen. Ich hätte gern 2 Brötchen und einen Kaffee, bitte. Haben Sie auch ein Croissant mit Schokolade? Wenn ja, dann nehme ich 1 zum Mitnehmen. Guten Morgen. Ja, wir haben das. Möchten Sie den Kaffee mit Milch oder schwarz? Und zahlen Sie bar oder mit Karte? Mit Karte, bitte. Kann ich auch eine Quittung bekommen? Und haben Sie vielleicht eine Tüte? Da war schon richtig viel drin. Ich hätte gern, ich nehme, zum Mitnehmen, mit Karte, Quittung und Tüte. Vermeide ich will, das klingt oft zu direkt. Höflicher ist ich hätte gern oder ich nehme. Und wenn du vor Ort trinkst, sagst du zum Hieressen oder für hier. Oh ja, und pass auf bei Verben. Eine Freundin hat mal gesagt, ich mache eine Pizza, im Imbiss. Der Verkäufer hat gelacht. Besser ist ich möchte eine Pizza essen oder ich nehme eine Pizza, klarer geht's nicht. Ein anderes Thema ist du und sie. In Läden, im Hotel, bei der Bahn sagst du meistens sie. Haben Sie, können Sie, danke Ihnen. Mit Freunden und jungen Leuten kannst du sagen. Aber warte, bis die Person du anbietet oder wenn alle schon du sagen. Beim Bezahlen sind Zahlen wichtig, 1 Euro, 2 Euro, 3,50 Euro. Du hörst oft macht zusammen 5 Euro oder das macht dann 6,20 Euro. Trinkgeld ist nett, du kannst aufrunden oder sagen stimmt so, dann ist es klar. Unterwegs brauchst du Wörter für den Bahnhof. Der Zug, der Bahnsteig, das Gleis, der Fahrplan, das Ticket oder die Fahrkarte, die Verspätung, der Anschluss. Du sagst zum Beispiel, Entschuldigung, welches Gleis fährt nach Köln? Oder, wo finde ich den Fahrkartenautomat? Und für den Weg sind links, rechts und geradeaus super wichtig. Du hörst auch um die Ecke, in der Nähe, gegenüber und zu Fuß. Ein Beispiel, gehen Sie hier rechts, dann geradeaus bis zur Ampel und das Museum ist links, gleich neben der Post. Kurze Wegrollenspielrunde. Ich frage, du erklärst. Entschuldigung, wo ist bitte die Touristeninformation? Klar. Gehen Sie einfach geradeaus, dann links am Rathaus vorbei.
Nach 100 Metern ist sie rechts, gegenüber vom Markt. Sie sehen ein blaues I-Schild. Sehr gut. Im Hotel hörst du oft, die Reservierung, der Ausweis, der Schlüssel oder die Schlüsselkarte, das Zimmer, das Einzelzimmer, das Doppelzimmer, das Frühstück, der Aufzug, der Check-in, der Check-out. Und ganz beliebt, gibt es WLAN, also WLAN, das Internet. Du fragst, wie ist das Passwort, bitte? Wenn etwas fehlt, sag freundlich, im Zimmer fehlt ein Handtuch, können Sie bitte helfen? Oder, die Dusche funktioniert nicht. Mit Ich brauche Hilfe kommst du auch weiter. Und wenn du früher einchecken willst, sagst du, ist ein früher Check-in möglich? Im Supermarkt sind die Wörter Kasse, Kassenbon, Angebot, geöffnet, geschlossen, Zutaten, Gemüse, Obst, Fleisch, vegan, vegetarisch und natürlich Tüte wichtig. Du hörst auch Pfand, das ist das Geld, das du für die Flasche zurückbekommst. An der Kasse fragt man manchmal, sammeln Sie Punkte? Da reicht ein Nein, danke. Genau, Pfand ist praktisch. Du gibst die leere Flasche am Automaten ab und bekommst einen Bon, also einen kleinen Zettel. Den gibst du an der Kasse ab, und der Betrag wird abgezogen. Einfach und gut zu wissen. Noch ein Tipp, den viele lieben, nimm ein kleines Notizbuch mit. Schreib neue Wörter sofort auf und vielleicht ein Beispiel dazu. Das gibt dir Sicherheit und du kannst später nachschauen. Ja, und frag ruhig nach der richtigen Aussprache. Du kannst sagen, wie spricht man das? Oder, können Sie das buchstabieren? So lernst du schnell und freundlich. Kurzer Test, nur mal schauen, ob's sitzt. Was ist der Unterschied zwischen Rechnung und Quittung? Die Rechnung ist die Bitte zu zahlen, also die Rechnung, Bitte. Die Quittung ist der Beleg nach dem Zahlen, also der Nachweis. Genau. Und wenn du im Café zahlen willst, sagst du einfach, Entschuldigung, die Rechnung, bitte. Wenn du sie schon hast und bezahlt hast, kannst du danach fragen, kann ich eine Quittung bekommen? Kommen wir zu Notfällen, ja? Die Notrufnummer ist 112. Wichtige Wörter sind die Polizei, der Notarzt, die Feuerwehr, die Verletzung, die Hilfe, die Adresse. Du kannst sagen, ich brauche Hilfe, es gibt einen Unfall. Die Adresse ist Musterstraße 12 in Berlin. Und in der Apotheke sagst du, ich habe Kopfschmerzen oder Halsschmerzen oder Fieber. Noch besser, haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Dann bekommst du Tabletten. Wenn du etwas nicht verträgst, sagst du, ich bin allergisch gegen Penicillin oder ohne Zucker, bitte. Beim Arzt hörst du auch das Rezept, das ist der Zettel für Medikamente. Und nützlich sind Pflaster, Salbe, Tropfen, Erkältung. Wenn du einen Termin willst, sag, ich brauche einen Termin, geht morgen Vormittag? Oder, haben Sie heute noch etwas frei? Im Restaurant helfen Wörter wie die Speisekarte, bestellen, die Vorspeise, das Hauptgericht, die Beilage, vegetarisch, vegan und ohne. Du sagst zum Beispiel, ich hätte gern die Suppe als Vorspeise und die Pasta als Hauptgericht, ohne Käse, bitte. Für Getränke, stilles Wasser, Sprudel oder Leitungswasser. Und wenn du zahlen willst, rufst du freundlich, Entschuldigung, die Rechnung, bitte. Man fragt manchmal, zusammen oder getrennt? Zusammen heißt alles auf eine Rechnung, getrennt heißt jede Person zahlt für sich. Dann hörst du auch bar oder mit Karte, ganz wie im Café. Mini-Rollenspiel zum Bezahlen? Du bist Kellner, ich Gast. Ich sag, Entschuldigung, die Rechnung, bitte. Du sagst dann, kommt sofort, möchten Sie bar oder mit Karte zahlen? Genau, und ich pack noch eine Variante dazu. Möchten Sie Trinkgeld geben? Und du antwortest dann locker. Ja,
Machen Sie 10 Euro, stimmt so. Fertig. Das Wetter ist auch oft Thema. Wörter wie warm, kalt, Regen, Schnee, Sonne, Wolken, Wind, Schirm sind nützlich. Du hörst auch, es ist schwül oder es ist frisch. Für Kleidung sagst du Jacke, Pullover, Mütze, Schal, Handschuhe, je nach Wetter. Zeit und Öffnungszeiten brauchst du überall. Heute, morgen, übermorgen, vormittags, nachmittags, abends, nachts. Du liest oft, geöffnet von 9 bis 18 Uhr oder geschlossen am Sonntag. Du fragst, wann öffnet das Museum und wann schließt es? Wenn du Strom brauchst, frag nach der Steckdose oder nach einem Adapter. Fürs Handy sagst du Ladegerät. Und im Café kannst du fragen, haben Sie das WLAN-Passwort? Oder, gibt es eine Steckdose in der Nähe? Für Smalltalk sind Sätze wie das ist schön, das gefällt mir, das ist lecker und kein Problem hilfreich. Wenn dir etwas nicht klar ist, sag, ich verstehe nicht ganz, können Sie es anders erklären? Das ist ehrlich und höflich. Ein paar Höflichkeitsformen klingen deutsch und freundlich. Zum Beispiel guten Appetit vor dem Essen. Beim Anstoßen sagst du Prost. Und wenn jemand niest, sagst du Gesundheit. Kleine Wörter, große Wirkung. In der Bahn oder im Bus ist eine Frage Gold wert. Entschuldigung, ist hier frei? Dann kannst du dich setzen. Wenn du Platz machen willst, sagst du, bitte, setzen Sie sich, oder ich rücke ein Stück. Geld suchen? Sag einfach, wo ist der Geldautomat? Und wenn die Karte spinnt, frag, kann ich bar zahlen? Deine Geheimzahl gibst du am Terminal ein, und dann hörst du oft, Zahlen bestätigt, danke. Beim Shoppen helfen dir Größe, passt, zu groß, zu klein, umtauschen, Kassenbon, Rabatt, Angebot. Du sagst, haben Sie das in Größe M? Oder kann ich das umtauschen? Wenn etwas billiger ist, siehst du oft, im Angebot. Wenn du natürlich klingen willst, nutz kleine Füllwörter, aber dosiert. Also, na ja, genau, eigentlich, halt, mal. Zum Beispiel, könnten Sie mir mal helfen? Oder, ich hätte halt gern ein stilles Wasser. Und bau dir kleine Bausteine. Ich hätte gern Plussache. Haben Sie Plussache? Wo ist Plusort? Können Sie Plus bitte? So sprichst du schnell und einfach ganze Sätze. Ich geb dir noch einen Minisatz, der so viel rettet. Wie sagt man das auf Deutsch? Damit lernst du im Gespräch. Und die Leute helfen gern, wirklich. Okay, eine Frage an dich, der du gerade zuhörst. Welches Wort hat dir in Deutschland am meisten geholfen und welches war richtig verwirrend? Schreib's uns gern, mit Beispiel, also wo du das erlebt hast. So lernen alle mit. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Dann viel Spaß in Deutschland, bleib neugierig und freundlich. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.